Hallo und willkommen zurück in meiner kleinen 3D-Welt. Heute geht es um Teil 2 des Projekts Mercedes L2000, die Vorderachse. Wir starten mal mit der Felge, die bereits fertig ist und hat auch ein paar Stunden gedauert. Der Maßstab, die Anordnung der Löcher und Einpressungen, alles hat zu passen. Hier kann man sehen, wie die Felge entstanden ist. Hier nun von innen. Alle Kanten habe ich abgerundet. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr Segmente nehmen sollen, dann wäre es noch runder geworden. Es ist dann allerdings eine Frage der Detailgetreue und Performance. Die Anzahl der Polygone wird eh schon sehr hoch sein, gibt dann ordentlich lange Renderzeit. Nun kommt der Reifen hinzu. Nun der rote Lack auf die Felge und auf die Lochringe. Nun noch in Position bringen. Nun wird's gerendert. Sieht doch schon ganz nett aus. Die Achsen starten wir mit dem Trommelbremsengehäuse. Einmal von hinten. Nun die äußeren Radbolzen, dann die inneren Radbolzen. Aus dieser Perspektive kann man die Länge der Bolzen ganz gut sehen. Jetzt die Radnabe. Und nun das Wichtigste, der Stern. Auf der Rückseite die Halterung für die Vorderachse mit dem Bolzen zur Befestigung der Achse. Und die Spurstange für die Lenkung. Auch hier möchte ich direkt schon die Wirkung der Texturen sehen. Sieht schon ganz gut aus. Nun noch die Rückseite. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Nun verbinden wir die Vorderachse mit Lenkstangen und Rädern. Die Lenkstange. Wir zoomen mal etwas hinein. Hier der Bolzen und sogar ein kleiner Splint. Nun die eigentliche Achse. Das ist das Auflager für die später folgende Blattfeder. Mal schauen, wie es mit den Texturen dann aussieht.
Nun das Rad hinzu und ich habe mal eine kleine Animation vorbereitet. Der Lenkeinschlag beträgt 20%. Schon ganz nett, jedoch werde ich die Lenkung zu einem späteren Zeitpunkt noch überarbeiten, denn es passt noch nicht so ganz. Nun mal das komplette Vorderrad in Position bringen, um zu schauen, wie es gerendert aussieht. Ja, ganz ordentlich. Und hier die Lenkbewegung von der anderen Seite, die später sichtbar sein wird, des Rades. Nun kommen wir zur Federung. Damals gab es aber nur Blattfedern. Diese besteht aus 5 Blättern. Das obere hat gleichzeitig an beiden Enden die Aufnahmen, noch 2 Hülsen hinzu, die Haupthalterung in der Mitte mit Unterlegscheiben und Muttern. Nun die äußeren Halterungen bzw. Spanner. Und hier noch 2 weitere. Das ist der vordere Halter. Nun der hintere sind sehr speziell. Später, wenn die Achse unter den Rahmen kommt, werden wir sehen, warum die so sein müssen. Mal in Position bringen. Das Rendern dauert nun schon ein paar Minuten. Aber wow, hat sich gelohnt. Nun mal aus nächster Nähe rendern. Nach 11 Minuten Rendern im Bildmanager ein Top-Ergebnis. Zum Schluss noch einmal die komplette Achse, ohne Räder, mit all seinen Details. Nun rendern wir das Ganze. Ja, ich denke, kann sich sehen lassen. Das war's auch schon mit Teil 2. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, Teil 3. Dort geht es dann um die komplette Hinterachse.